Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei Easy German. Wir sind heute wieder in Münster mit dem Martin. Hallo Kari. Ja, und wir wollen heute mal eine neue Folge von Easy German drehen. Peter! Ah! Carina! Ne, Peter! Mensch! Hey, Peter! Martin, komm her! Hi. Schön, euch zu sehen. Ja, dich treffen wir immer mal wieder zufällig bei Easy German. Was machst du denn hier? Ich bin gerade auf der Durchreise. Ach echt? Genau. Du, ich würde sagen, dann spannen wir dich direkt mit ein, oder? Weißt du was, Peter? Was ich gesehen habe letztens, da hat ein Zuschauer einen Kommentar über dich geschrieben. Über mich? Hast du den gesehen? Nee, was für ein Kommentar? Und zwar heißt der Junior Foxnet Dude, hat geschrieben, Peter, deine Haare sehen so komisch aus. Da habe ich mich voll abgelacht. Na, Weißt du, was ich da gedacht habe, Peter? Da habe ich gedacht, eigentlich müssten wir mal eine Folge beim Friseur drehen mit dir. ja, dann lass uns das doch jetzt gleich machen, oder? Ach echt? Jetzt gleich? Habt ihr Zeit? Na klar, wir haben Zeit. Wenn ihr Bock habt, so. Weil ich bräuchte, glaube ich, echt mal einen neuen Haarschnitt. Klar. Ja, und Martin auch. Warum nicht? Ja, dann komm. suchen wir einen Friseur. Los geht's. Kennt ihr einen hier in der Gegend? Wir finden schon einen. Münster ist groß. Ja. Vor einem Monat schrieb Junior Foxnet Dude unter unser Video Easy German 95 TEDx Münster: Oh Peter, was ist mit deinem Haar passiert? Das gefällt mir überhaupt nicht. LOL. Zu diesem Satz nehmen wir heute Stellung. Wir haben Peter hier. Carina, heute nehme ich Stellung. Wir möchten euch zeigen, wir nehmen eure Kommentare ernst. Wir lesen sie nicht nur alle, wir nehmen sie auch ernst. Deshalb gehen wir heute mal mit Peter zum Friseur und werden euch dabei mal zugucken lassen, wie man in Deutschland zum Friseur geht und welches Vokabular man dabei benutzt. Wir sehen uns gleich drinnen im Elian und Team Friseursalon. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Wir würden gerne den Chef sprechen. Ja, das bin ich. Hallo. Hi, ich bräuchte einen Haarschnitt. Ja, gerne. Kannst du Platz nehmen? Super, das ist schön. Ja. Ja, wir haben jetzt im Wartebereich des Salons Platz genommen und Peter sucht sich gerade eine Frisur aus. Carina, was hältst du davon? Ja, alles schöne Frisuren, ne? Da weiß man gar nicht, was man haben will. Peter, was hast du denn sonst so für Frisuren? Ja, eigentlich gehe ich nur immer zum Friseur und sage, einmal schneiden bitte. Ja, Sie haben sich bereit erklärt, Peter mal die Haare zu schneiden. Ja, bitte, dann komm mit. Erstmal Okay. zum Platz. Jetzt geht's erstmal los mit einer Beratung. Welche Frisur bekommt Peter? Sag mal bitte eins. Was machst du beruflich? Ich studiere. Student. Genau. Also Student, das heißt weniger Kohle. Richtig. So. Das ist ja dann die 3 mm Frisur. Der will einfach. Genau, er will einfach Geld sparen. Er will alle halbes Jahr zum Friseur gehen. Okay, von mir aus machen wir es. Ich mag es halt gern eher unauffällig oder nicht so extravagant. Ja. Dann ist ja richtig bei dieser Frisur, was er meinte. Dieser anrasierte Haarschnitt hier mit der Maschine und so, das ist okay. Ja. Also ich gehe davon aus, das ist okay. Ja. Gut, machen wir das, Peter? Ja, auf jeden Fall, ich freue mich. Also für ganz große Veränderungen bist du nicht zu haben, Peter. Naja, da bin ich sehr konservativ, Carina. Kaffee bekommst du gleich. Okay? Peter, fühlst du dich wohl? Ich fühle mich richtig aufgehoben hier, in guten Händen auf jeden Fall. Zu dem unter die Wirbel. So kurz hast du die sonst, Peter? Ja, 3 mm. Richtig. Also ich habe nicht verstanden 3 cm, ne? 3 mm. Ja. Peter, so kurz habe ich deine Haare noch nie gesehen. Gefällst du dir so? Gefalle ich euch denn? Das sollen die Zuschauer entscheiden, ja? Genau. Junior Foxnet, Dude, gefällt dir das? War das dein Wille? Ja, also Janusz, unser Kameramann, hat gerade signalisiert, er hätte gern auch diese Frisur gleich noch. Elian, beschreib uns doch mal, was du gerade hier machst. Ich habe jetzt gerade den Haarschnitt anrasiert, wie man das sagt in Deutschland, anrasieren mit 3 mm. Ein leichtes Übergang habe ich schon präsentiert. Peter, Fantastisch. was machst du denn sonst so, um deine Haare zu pflegen, sag mal? Ja, eigentlich gar nichts so. Ich habe da überhaupt keinen Durchblick vorher gehabt. Ja, was machst du jetzt gerade, Elian? Ich modelliere die Haare gerade. Peter, benutzt du sonst auch Haargel? Ja, ab und an schon, doch, ja, auf jeden Fall. Für besondere Anlässe oder auch mal so im Alltag? Nee, auch mal im Alltag, ja.
Elian, Ja, bitte. wir haben ja gerade erfahren, du kommst aus Syrien. Wir haben ja ganz viele Zuschauer im arabischen Raum, die Deutsch lernen. Vielleicht kannst du die mal grüßen. Ich schätze mal, du sprichst Arabisch auch? Ich kann Arabisch sprechen, ja klar, sicher. Ich habe auch in Syrien studiert, zusätzlich. Magst du mal unsere arabischsprachigen Zuschauer grüßen? مرحبا كيفكم؟ أهلين وسهلين فيكم. أنا إليان بولس من سوريا. Ja. وبتمنى إني أشوفكم بخير وسلامة وتوقف الحرب بسوريا كمان. Das war jetzt ein besonderer Gruß an meine Landsleute, die aus Syrien. Ich habe mich nur vorgestellt, wer bin ich, dass ich aus Syrien komme. Und ich wünsche mir, dass der Krieg in Syrien aufhört. Dass die Menschen sich wieder zurück nach Hause, wenn die auch noch zu Hause haben, der ist nicht zertrümmert. Das wünschen wir uns natürlich auch. Also Carina, ich merke schon, der Elian macht das hier mit sehr viel Herzblut und das merkt man auf jeden Fall. Gefällt dir das, Peter? Und, also hier bin ich Mensch. So. Hier kann ich selber sein. Tropfen, mehr wie das nicht, einfach reiben und dann in die Haare reingehen. Freue ich mich sehr. Dankeschön. Das war unsere Friseur-Episode aus dem Friseursalon Elian hier in der Innenstadt in Münster. Ihr könnt auch gerne mal hier vorbeikommen. Ne? Werdet auf Deutsch, auf Arabisch, in jeder Sprache, Französisch, Italienisch, alles wird hier gesprochen. Wenn ihr mal eine coole Frisur haben wollt, kommt ihr zu Elian hier in der Innenstadt in der Salzstraße in Münster. Ja, freut mich auch sehr. Bis dann. Danke, Elian. Gerne. Danke. Ja, liebe Zuschauer, das war Peter beim Friseur. Peter, wie findest du das? Ja, mir gefällt super gut. Ich frage mich nur, wie es dem Junior Foxnet Dude gefällt. Hat's dir gefallen? Schreib uns, antworte uns. Das ist jetzt die Frage. Junior Foxnet Dude, für dich, wegen deines Kommentares haben wir Peter heute zum Friseur geschickt. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Peter hat eine schöne Frisur bekommen und ja, wir wollen gerne mal von allen von euch wissen, was haltet ihr von Peters neuer Frisur? Gibt es sonst noch was ihr zu Peter zu sagen habt? Soll er vielleicht demnächst mal Bungee-Jumpen oder so? Dann schreibt es uns einfach und vielleicht haben wir eine neue spannende Anregung für die nächste Sendung. Danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat unser Friseur-Vokabular heute gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Easy German. Und jetzt gehen Peter und ich noch... Ciao. Ich kaufe dir noch ein Eis, Peter. Oh nee, Ja, echt? komm. Los geht's. Tschüss. Hey everyone, Dana here, back with another quick German language tip for you today. So, nice haircut, Peter. So in today's video, talking about hair, I would just like to point out that in English, when we talk about the hair on our head, we talk about it in the singular. So, my hair is brown. But in German, you will hear people say it both singular and plural. So you'll hear, mein Haar ist braun, so das Haar. But you'll also hear, meine Haare sind braun, die Haare. That was your quick German language tip for today. I wish you all the best learning German. Until next time, auf Wiedersehen!